Die ESA beschließt Rekordbudget und schickt deutschen Astronauten zum Mond. China startet Shenzhou 22 als Notfallmission zur Tiangong-Raumstation. Russland verliert nach Einsturz seine einzige Startrampe für ISS-Starts. Starship Booster 18 zerlegt sich vermutlich nach COPV-Kettenreaktion. In der Ukraine sendet Starlink jetzt direkt aufs Handy. NASA macht aus Starliner-Crewflügen reine Frachtmission und die ESA will auf dem Saturnmond Enceladus nach Leben suchen. Das und noch mehr schauen wir uns heute an. Herzlich willkommen zu Senkrecht startet, dein Space Update auf Deutsch. Ein Paukenschlag für die europäische Raumfahrt. Die ESA hat auf ihrer Ministerratskonferenz in Bremen ein Rekordbudget von 22,1 Milliarden Euro für die nächsten 3 Jahre beschlossen. Die höchste Summe in der Geschichte der Raumfahrtagentur. Für besondere Aufmerksamkeit gerade in Deutschland sorgt die Ankündigung von ESA-Generaldirektor Josef Aschbacher, dass die 3 mit der NASA vereinbarten Flüge zum Mond im Rahmen des Artemis-Programms an die Länder Deutschland, Frankreich und Italien gehen werden und der erste Flug zum Mond von einem Deutschen unternommen wird. Auf welchen Artemis-Flügen das sein wird, das ist noch nicht bekannt. Was glaubt denn ihr? Wer fliegt für die ESA zum Mond? Schreibt's mir und den anderen in den Kommentaren. So oder so, ich find's großartig. Ein deutscher Astronaut oder Astronautin wird mit einem zum Teil in Bremen gebauten Raumschiff zum Mond fliegen. Wir werden hochschauen können zu der Kugel und sagen können, ey, die sind da gerade oben. #Apollo-Moment. Bemerkenswert ist auch die Aufstockung des ESA-Etats von Deutschland. Um etwa 30% steigert die Bundesrepublik ihren ESA-Beitrag auf 5,4 Milliarden Euro. Damit stellt Deutschland mit 23,1% vom gesamten ESA-Budget fast ein Viertel. Es folgen Frankreich mit 3,6 Milliarden und Italien mit 3,5 Milliarden. Ebenfalls beachtlich, Spanien hat seinen Beitrag mit 1,9 Milliarden verdoppelt, während die UK sonst auf Platz 4 seinen Beitrag sogar reduziert hat. Kanada verfünffacht sogar seinen ESA-Beitrag, Polen verdreifacht und Portugal verdoppelt. Es wird spannend, was man nun mit diesem Rekord-ESA-Budget umsetzen wird. Den Beitrag zu Space Transportation haben die Mitglieder deutlich erhöht. Das Thema unabhängiger Zugang, das ist den Mitgliedern wichtig, aber auch neue flexible Träger sollen her. So haben sie den Vorschlag für die European Launcher Challenge doppelt so stark gezeichnet wie von der ESA vorher gefordert. Aber auch das Science-Budget geht nach oben. Eine Mission, die man noch nicht beschlossen hat, aber in der Pressekonferenz schon angekündigt, eine zum Saturnmond Enceladus. Mit seinen gewaltigen Ozeanen und einer dicken Eisschicht und Geysiren gibt es hier wahrscheinlich Leben, oder zumindest ist es eines der Top-Ziele, das viele Forscher mit der Möglichkeit von extraterrestrischem Leben in unserem Sonnensystem verbinden. Da das Budget für Human Flight, also alles was astronautische Raumfahrt angeht, allerdings nicht aufgestockt wurde, sehe ich derzeit kein klares Bekenntnis der Mitgliedstaaten zu einem eigenen Crewzugang zum All. Nicht aus dem Studio, weil es ein Nachtrag ist, aber es ist so wichtig, dass ich es auf jeden Fall noch mit in die News packen wollte. Die Mitgliedstaaten, die einigten sich nämlich auch darauf, 2 Frachtdemonstrationsmissionen zur ISS zu finanzieren. Bei Erfolg wird die ESA dann auch als Ankerkunde weitere Missionen abnehmen. Damit nimmt Europas kommerzielles Raumfrachtprogramm erstmals konkret Formen an. Ziel ein eigenständiger Versorgungsdienst für niedrige Erdorbits mit Rücktransport zur Erde. Bisher erhielten Thales Alenia Space und das Münchner Startup The Exploration Company je 25 Millionen Euro für die Entwicklung eines Frachtvehikels. Das Video heute, das wird euch von den Senkrechtstarter Schutzengeln präsentiert. Das sind ja alle Menschen, die den Kanal regelmäßig monetär unterstützen. Vielen, vielen Dank im Namen aller Zuschauer und ganz herzlich von mir und meinem Team. Wenn auch du mithelfen möchtest, den deutschen Sprachraum mehr für Raumfahrt zu begeistern, genau, unter dem Video gibt es einen Link zur YouTube-Kanalmitgliedschaft. Vielen Dank. Am 25. November, da startete eine Langermarsch 2 FG von Jinquan. An Bord war die Shenzhou 22 Kapsel, zwar ohne Crew. Die soll die beschädigte Shenzhou 20 in der Umlaufbahn ersetzen. Ja, Chinas Raumfahrt hat damit ihren ersten echten Notfall überstanden. Als vermutlich ein Fragment Weltraumschrott ein Fenster des angedockten Raumschiffs Shenzhou 20 beschädigte, da wurde klar, ja, für den Rückflug ist das Ding wahrscheinlich nicht mehr zu gebrauchen. Das Fenster ist zwar noch druckdicht, aber das Risiko, dass der Schaden sich beim Wiedereintritt in die Atmosphäre vergrößert, der war einfach zu groß, oder das Risiko war zu groß. Innerhalb von nur 20 Tagen reagierte die chinesische Raumfahrtagentur dann mit dem Ersatzstart. Den Start der Shenzhou 22, den hatte man ursprünglich erst für nächstes Jahr erwartet. Er wurde jetzt vorgezogen und die Kapsel, die dockte sicher an die Tiangong-Raumstation an. Bemerkenswert, dass die Crew von Shenzhou 21 nach der Rückkehr von Crew 20 komplett ohne Rettungsmöglichkeiten auf der Station war. Die beschädigte Shenzhou 20, die soll jetzt später mit Fracht ohne Menschen zur Erde zurückkehren. Ja, die Situation mit dem beschädigten Shenzhou 20 Raumschiff, die erinnert an einen ISS-Zwischenfall. 2022 kam es ja zu einem Kühlmittelleck an einem Soyuz-Raumschiff an der ISS. Vermutlich war es auch ein Weltraumschrotttreffer. Russland startete dann 2 Monate später ein leeres Ersatz-Soyuz-Raumschiff und das beschädigte Raumschiff Soyuz MS-22, das landete dann schließlich ohne Besatzung erfolgreich. Das bringt uns nach Russland. Ebenfalls am 25. November, da hob eine russische Angara 1-2 mit einer geheimen militärischen Nutzlast vom Kosmodrom Plesetsk ab. Details zur Mission oder den Satelliten, die wurden nicht veröffentlicht.
Am 26. November, da startete Südkorea eine KSFV-2 Nuri-Rakete und dabei war der Erdbeobachtungssatellit KAS 500-3. Gestartet wurde vom Naro Space Center. Die Mission dient der Technologiedemonstration und Forschung für das südkoreanische Wissenschaftsministerium. Shoutout geht an Roman, der das Naro Space Center für Senkrechtstarter besucht hat. Ein schwerer Zwischenfall ereignete sich am 27. November. Beim Start der Soyuz MS-28 von Baikonur stürzte die mobile Serviceplattform der Rakete während des Starts in den Flammenschacht, offenbar vom Abgasstrahl der ersten Stufe regelrecht herausgerissen. Die Crew, die blieb unverletzt, doch die Startrampe, Russlands einzig verbleibende Infrastruktur für ISS-Missionen mit Menschen, die wurde schwer beschädigt. Die mobile Serviceplattform, die wird vor dem Start normalerweise in einen Bunker unter der Rampe gefahren und von einem Abgasschild geschützt. Was da jetzt schiefgegangen ist, kann ich euch noch nicht sagen. Die nächsten Starts von diesem Pad zur ISS, die wären Progress MS-33 und danach Soyuz MS-29 gewesen. Ja, ich glaube es nicht übertrieben zu sagen, wenn man hier von einem Verlust russischer Fähigkeiten spricht, Menschen ins All zu bringen. Roskosmos versprach rasche Instandsetzung, räumt aber, Zitate, erhebliche Schäden ein. Wenn die News am Sonntagmorgen erscheinen, dann sollte von der Vandenberg Space Force Base eine Falcon 9 mit der Transporter 15 Mission gestartet sein. Transporter 15 ist ein weiterer Rideshare-Flug, der geht in einen sonnensynchronen Orbit und da sind mehrere Dutzend Kleinsatelliten für kommerzielle und staatliche Kunden an Bord. Apropos SpaceX schreitet beim Ausbau der Starbase weiter voran. Der Ship Quick Disconnect, SQD, für Pad 2, der wurde erfolgreich installiert und hat sich bereits einen Tag später erstmals aus eigener Kraft bewegt. Den gewaltigen Betankungsarm, den hatte man mit dem LRF 1000 Kran ausgerichtet und dann am Startturm montiert. Noch fehlt das Endstück, das später dann direkt an die Starship-Oberstufe andockt. Parallel zur Installation, da liefen Demontagearbeiten am ursprünglichen Pad 1. Dort haben ja die Monteure binnen weniger Tagen alle 6 Stützbeine des Orbital Launch Mounts entfernt. Deutliches Zeichen, dass SpaceX diesen Bereich vollständig umbaut. Ja, auch die Chopsticks von Pad 1, die wurden angefasst, und zwar die Chopsticks gekürzt, um das Design an Pad 2 anzugleichen. Braucht natürlich Hardware der Version 3 für den nächsten Starship-Start. Da hatten wir einen Fehler bei einem Test. Booster 18 wurde da zerstört. Die Aufarbeitung des Booster 18-Unfalls, die schreitet voran. Erste Analysen deuten darauf hin, dass kohlenstofffaserverstärkte Drucktanks, sogenannte COPVs, die Auslöser gewesen sein könnten, dass der Booster dann geplatzt ist. Die druckbeaufschlagten Behälter, die haben wohl ein Loch in den Sauerstofftank gerissen und eine Kettenreaktion verursacht, möglicherweise durch eine nahe Hochdruckleitung, die versagt oder sich gelöst hat. Jetzt am Dienstag wurde der Sauerstofftank komplett durchtrennt, wobei das robuste Transferrohr und die Verrohrung im Innern des Boosters sichtbar wurden. SpaceX selbst bestätigt kurz darauf, ja, der nächste Super Heavy Booster, der soll jetzt bereits im Dezember zusammengesetzt werden. Inmitten anhaltender Kriegshandlungen des Aggressors Russland und regelmäßiger Stromausfälle hat das ukrainische Kyivstar als erster europäischer Mobilfunkanbieter den Dienst Starlink Direct-to-Cell eingeführt. Ermöglicht durch eine Kooperation mit SpaceX erlaubt die Technologie erstmals SMS-Kommunikation direkt über Satellit auf jedem gewöhnlichen 4G-Smartphone. Das System, das funktioniert selbst in schwer zugänglichen oder Kampfhandlungen betroffenen Gebieten, wo herkömmliche Mobilfunknetze versagen oder zerstört sind. Die Abdeckung, die erstreckt sich über die ganze Ukraine, ausgenommen besetzte Gebiete, Grenzregionen und aktive Kampfzonen. Sie ist für alle Kyivstar-Kunden kostenlos. Sprachtelefonie und mobile Daten, die sollen 2026 folgen. Die NASA und Boeing haben die nächste Mission des Starliner-Raumschiffs offiziell zur reinen Frachtmission umdeklariert. Bemerkenswerter Rückschritt für das seit 2014 laufende Programm. Statt Menschen zur internationalen Raumstation zu befördern, soll Starliner frühestens im April 2026 ohne Crew starten. Die Entscheidung, die folgte auf eine Reihe technischer Probleme, insbesondere mit dem Antriebssystem. Bei der astronautischen Testmission 2024, da versagten mehrere Triebwerke während des Anflugs zur ISS. Obwohl das Raumschiff erfolgreich dann andockte, entschied die NASA dann nach eingehenden Analysen, es nicht mit Besatzung zur Erde zurückkehren zu lassen. Die NASA-Testastronauten Butch Wilmer und Sonny Williams, die flogen später mit einer Dragon-Kapsel von SpaceX zurück zur Erde. Nun soll Starliner als reine Cargo-Mission demonstrieren, dass die vorgenommenen Änderungen am System greifen. Erst nach erfolgreichem Abschluss dieser Mission sind bis zu 3 Rotationsflüge mit Besatzung vorgesehen. Damit reduziert man die ursprünglich auf 6 Crew-Einsätze angelegte Vereinbarung mit Boeing. Diese Anpassung, die reflektiert nicht nur den realistischen Zeitplan für die Zertifizierung des Raumschiffs, sondern auch die begrenzte verbleibende Einsatzdauer der ISS bis 2030. Während einer Zeremonie im Europäischen Astronautenzentrum in Köln unterzeichneten Thales Alenia Space Italy als Hauptauftragnehmer Kooperationsverträge mit Partnern aus Deutschland, Frankreich und dem Vereinigten Königreich. Die Entwicklung des sogenannten Lunar Descent Elements ist damit offiziell in die industrielle Phase eingetreten. Ab 2030 soll der Argonaut-Lander mit Ariane 6 Rakete bis zu 1,5 Tonnen Fracht auf die Mondoberfläche bringen. Darunter wissenschaftliche Nutzlasten, Rover und Versorgungsgüter für künftige astronautische Missionen.
Angesichts der unklaren Zukunft mehrerer US-Raumfahrtprogramme denkt die ESA über eigenständige Verwendung zentraler europäischer Beiträge nach. Betroffen sind das Europäische Service-Modul ESM für die Orion-Kapsel und der Earth Return Orbiter ERO. Der ist für die Mars Sample Return Mission eigentlich gedacht gewesen. Airbus in Bremen hat ja im Auftrag der ESA das ESM bislang als Antriebs- und Versorgungseinheit für das NASA Raumschiff Orion entwickelt, was ja auf dem SLS fliegt. Künftig könnte es als autonomer, modularer Frachtschlepper dienen. Diese neue Rolle, die käme in Frage, falls weitere Artemis-Missionen ausbleiben. Zwar hat der US-Kongress nachträglich Mittel für Artemis 4 bewilligt, damit werden 4 der 6 ISM sicher verwendet, doch die Zukunft der übrigen Einheiten, die bleibt ungewiss. Noch tiefgreifender ist der Kurswechsel beim Earth Return Orbiter. Das ursprünglich für die Rückführung von Perseverance-Marsproben gedachte Raumfahrzeug könnte als eigenständige europäische Explorationsmission starten. Neben der Untersuchung von Marswinden und geologischer Marsstrukturen aus dem All heraus könnte der Satellit auch als Kommunikationsrelais dienen. Der eigens für das Greifen der Marsprobenkapsel entwickelte Roboterarm, der könnte für Mondmissionen weiterentwickelt werden. Blue Origin hat ein neues System zur atmosphärischen Abbremsung vorgestellt, das Raumfahrzeuge durch planetare Atmosphären verlangsamt und dabei deutlich Masse- und Kostenvorteile verspricht. Das funktioniert natürlich nur, wo es Atmosphäre gibt, also zum Beispiel Erde, Mars, Venus. Am Mond hilft es einem nicht. Das Aerobrake-System, das entfaltet sich erst im All und besteht aus einem 3D-gewebten Hitzeschutz, der deutlich leichter ist als klassische Aeroshells. 2 Versionen mit 10 und 16 Metern Durchmesser sollen laut Blue Origin bis zu 9 Tonnen Nutzlast aufnehmen. Das dreifache herkömmlicher Systeme. Eine New Glenn könnte 5 dieser Systeme auf einmal transportieren. Wird noch ein bisschen dauern, bis Blue Origin das System dann startet. Kommen wir erstmal zu den Starts der kommenden Woche. Am 1. Dezember, da bringt eine Falcon 9 insgesamt 29 Starlink-Satelliten vom Kennedy Space Center in den Orbit. Ebenfalls 1. Dezember, da startet von Französisch-Guyana eine Vega C mit dem südkoreanischen Erdbeobachtungssatelliten COMSAT 7. Die Mission, die soll hochauflösende Aufnahmen für Regierung und Forschung liefern. Am 2. Dezember, da sind gleich 2 Starlink-Missionen geplant, Stichwort Back-to-Back. Zunächst startet eine Falcon 9 von Vandenberg und dann gefolgt von einem Start aus Cape Canaveral. Am 4. Dezember, da geht's weiter mit einer weiteren Falcon 9, diesmal wieder von Vandenberg, an Bord auch Starlinks. Und 5. Dezember, da plant Rocket Lab den Start einer Elektron-Mission Rise and Shine von der Mahia-Halbinsel in Neuseeland an Bord der japanische Race 4 Satellit. Ja, ich hoffe, die News haben dir wieder gefallen. Wenn ja, den Like nicht vergessen. Bitte bleibt gesund. Ihr hört, ich bin nicht in Ordnung. Ich werde mich direkt ins Bett legen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Euer Mo.